Borussia Dortmund ist mein Verein. Ich freue mich riesig darauf, auch die Zukunft mit allen Beteiligten weiter mitgestalten zu können und in der Verantwortung zu stehen. Diese Stadt, die Menschen sind mir einfach ins Herz gewachsen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, für diese Menschen hier in diesem Club alles zu geben. Sebastian, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Was waren denn deine persönlichen Beweggründe, deinen Weg bei Borussia Dortmund weiterzugehen? Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich riesig, bei Borussia Dortmund meinen Weg hier weiterzugehen. Dass mir dieser Club über jetzt fast 24 Jahre sehr ans Herz gewachsen ist, ist klar. Es ist eine ganz spannende Reise gewesen, die ich hier hatte. Wenn ich überlege, als ich 2001 hierher gekommen bin, ich hatte am 6. Januar meinen damaligen Vertrag unterschrieben. Das ist jetzt fast genau 24 Jahre her und jetzt diese Verlängerung auch beschlossen zu haben, macht mich stolz. Ich weiß, dass es eine ganz spannende, sehr herausfordernde Aufgabe ist, aber die ich mit viel Leidenschaft, mit viel Ehrgeiz angegangen bin in den letzten Jahren und ich freue mich riesig darauf, auch die Zukunft mit allen Beteiligten weiter mitgestalten zu können und in der Verantwortung zu stehen und diesen Club auch national und international zu repräsentieren. Wie wichtig war es dir, war es euch, diese Entscheidung jetzt auch zu finalisieren, bevor es sportlich auf dem Rasen wieder losgeht? Ja, wir hatten zuletzt natürlich einige Gespräche, auch ganz normal, weil es schon auch einige Dinge zu besprechen gab und wir wollten das sehr sorgfältig tun. Lars hat ja auf der Mitgliederversammlung bereits schon erwähnt, dass es auch sein Wunsch war und der Wunsch des Clubs, dass wir weitermachen und das haben wir jetzt intensiviert. Es war sehr, sehr konstruktiv, muss ich sagen. Das Vertrauensverhältnis natürlich mit allen Beteiligten ist natürlich über die Jahre hinweg so groß. Ich meine, Aki Watzke kenne ich jetzt mein halbes Leben in der Geschäftsführung mit Carsten und mit Thomas, aber auch natürlich mit unserem neuen Geschäftsführer Lars habe ich noch zusammengespielt. Also mir war es einfach wichtig, dieses Vertrauen noch weiter zu spüren. Mir war es wichtig, dass wir auch über die Verantwortlichkeiten natürlich nochmal sprechen und auch einen gemeinsamen Weg für die Zukunft definieren. Und das haben wir jetzt sehr erfolgreich in den letzten Tagen absolviert. Und ich kann versprechen, dass ich dafür alles tun werde, um diesen Verein auch weiterhin erfolgreich werden zu lassen. Borussia Dortmund dürfte für dich jetzt auch mehr als nur ein Arbeitgeber sein. Ja, absolut. Borussia Dortmund ist mein Verein. Meine Kinder sind hier geboren. Ich habe in dieser Stadt viele Erfolge auf dem Platz gefeiert und auch einige außerhalb. Und natürlich ist es das Ziel, das in den nächsten Jahren noch erfolgreicher zu gestalten, in dieser Zukunft des Vereines weiter mitzugestalten. Und das bedeutet mir eine Menge. Diese Stadt, die Menschen sind mir einfach ins Herz gewachsen. Ich lebe diesen Verein mit der ganzen Leidenschaft. Ich mag alle Mitarbeiter. Ich weiß, wie viel dieser Club für die Menschen hier in der Region bedeutet und welche große Aufgabe das auch ist. Und trotzdem habe ich sie immer mit sehr, sehr viel Spaß, mit sehr viel Ehrgeiz absolviert. Und das ist auch das, was ich für die Zukunft versprechen kann. Was treibt dich an? Was motiviert dich, tagtäglich weiterhin alles zu geben für den Verein, für den Erfolg, für diesen Verein? Ja, um diesen Verein weiterhin wettbewerbsfähig zu gestalten, international, einer der 10, 12 besten Clubs zu sein in Europa. Ich glaube, dass wir auf dieser Reise eine Menge Herausforderungen haben, aber das treibt mich an, unsere schwarz-gelben Farben sozusagen auch international zu vertreten, aber auch national natürlich wieder Titel zu gewinnen. Ich meine, wir waren vor 2 Jahren kurz davor, wir hatten natürlich davor viele tolle Jahre auch, aber es wird für die Zukunft eine spannende Aufgabe sein, an diesen Zielen weiter zu arbeiten, auch wieder Titel nach Dortmund zu holen. Das treibt mich persönlich an, das treibt diesen ganzen Club an, das sind all unsere Ambitionen. Und ich glaube, dass es sich lohnt, für diese Menschen hier in diesem Club alles zu geben. Blick auf die nächsten Monate, die mit dem neuen Champions-League-Format, die mit der Tabellensituation in der Bundesliga, der Club-WM und der daraus resultierenden verkürzten Sommerpause sicherlich, du hast eben noch einige Herausforderungen birgt. Wie blickst du auf die kommenden Monate? Ja, mit großer Vorfreude. Zunächst einmal haben wir natürlich kurzfristige Ziele. Das heißt, wir wollen in der Bundesliga direkt mit dem morgigen Spiel hier, mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen einen guten Start landen. Wir wissen, dass wir in der Bundesliga Aufholbedarf haben. Wir stehen nicht dort, wo wir hinwollen. Und das ist das übergeordnete Ziel, natürlich die Saison unter den besten Mannschaften in Deutschland wieder abzuschließen, sich für die Champions League zu qualifizieren und in der Tabelle einfach Plätze gut zu machen. Das müssen wir hinbekommen. Dann haben wir spannende Spiele noch in der Champions League, wo wir die Möglichkeit haben, direkt unter die besten 8 Teams in Europa zu kommen. Das würde uns natürlich auch extrem helfen, sowohl in der Planung als auch im Februar ein bisschen Luft verschaffen.
Und dann wird die Saison hoffentlich noch einen richtig spannenden Verlauf nehmen. Es wartet dann im Sommer auch noch eine Club-WM auf uns, ein ganz neues Format, eine ganz spannende neue Perspektive auf diesen Wettbewerb in den USA, unter den besten Top-Teams auf der Welt dabei zu sein, um darum zu kämpfen. Das ist dann auch natürlich ein übergeordnetes Ziel, auch sich dort richtig gut zu positionieren und unsere schwarz-gelben Farben auch dort zu präsentieren. Aber erstmal muss ich sagen, kommt davor noch eine Menge andere Themen und darauf freue ich mich. Da arbeite ich jeden Tag mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit Lars, mit unseren ganzen Mitarbeitern, die wir haben, an diesen Zielen, dass wir schnellstmöglich wieder erfolgreich sind und dann ja, mal sehen, was in dieser Saison noch alles geht.